Assalamu alaikum. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine super leckere Suppe zubereiten könnt. Und zwar die Harira-Suppe. Traditionell kommt Harira zum Fastenbrechen während Ramadan auf den Tisch. Doch auch außerhalb des Fastenmonats ist die Suppe sehr beliebt. Die marokkanische Harira-Suppe ist sehr sättigend. Kombiniert mit fruchtigen Tomaten, Hülsenfrüchte und Gewürzen ist diese Harira-Suppe sehr einfach zu machen. Und kann man auch gerne auf Vorrat kochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für die Suppe benötigen wir 200 Gramm Rindfleisch in Stücke geschnitten. Ihr könnt das aber auch komplett weglassen und eine vegetarische Suppe draus machen. Dann 4 große Zwiebeln, 4 große Tomaten, ein kleiner Bund Koriander, ein kleiner Bund Petersilie, dann 150 Gramm Kichererbsen, ich habe die jetzt aus der Dose genommen, 80 Gramm Linsen, 40 Gramm Fadennudeln, 4 Selleriestangen Tomatenmark und an Gewürzen habe ich Paprika, Kreuzkümmel, Kurkuma, Pfeffer, Zimt, Ingwer und Salz. Aber alle Zutaten schreibe ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Als erstes fange ich an mit den Zwiebeln, die schäle ich und die hacke ich einmal klein. Übrigens, falls ihr getrocknete Kichererbsen nehmen möchtet, müsst ihr die vorher über Nacht in Wasser einweichen. Um gleichmäßig kleine Würfel zu bekommen, habe ich mir Hilfe genommen und damit kann man auch schön die Aggression loswerden. Einfach halbe Zwiebel rein und draufhauen und fertig kommen feine, schöne kleine Zwiebeln. Bei so vielen Zwiebeln ist doch so eine Hilfe perfekt ohne tränende Augen. Dann geht es weiter mit der Selleriestange, die wird geschält, um diese feinen Härchen nicht in der Suppe zu haben. Du bist neu auf meinem Kanal, dann drücke jetzt auf Abonnieren und aktiviere am besten noch die Glocke, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Zwei Stück lege ich mir beiseite und 2 Stück werden ebenfalls fein gewürfelt. Das grobe Schnibbeln habe ich jetzt hinter mir. Jetzt geht es an den Kochtopf. Da habe ich 4-5 Esslöffel Olivenöl im Topf erhitzt und darin gebe ich jetzt das gewürfelte Fleisch. Wird auch so circa 3-4 Minuten lang angebraten. Wer, wie gesagt, kein Fleisch in der Suppe haben möchte, kann diesen Schritt weglassen. Danach kommen die fein gewürfelten Zwiebeln und das fein gewürfelte Sellerie hinzu. Das wird jetzt ebenfalls so circa 5 Minuten mit angebraten. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Tomaten pürieren. Dazu nehme ich meinen großen Mixer und füge die bereits geschälten Tomaten hinein, kurz in kleine Stücke schneiden und das Ganze komplett fein pürieren. Zwischendurch den Topf nicht vergessen, also das Fleisch mit den Zwiebeln immer wieder umrühren. Nach ca. 5 Minuten gebe ich dann die pürierten Tomaten hinzu. Jetzt gebe ich wieder in meinen Mixer ein wenig Wasser und die restlichen 2 Selleriestangen hinein und das wird ebenfalls püriert. Wasser gebe ich deshalb hinein, damit das Ganze etwas besser gemixt werden kann. Diese Mischung gebe ich jetzt ebenfalls in den Topf. Lasse das Ganze auf mittlere Hitze weiter köcheln und jetzt geht es ab zum Mixer und da gebe ich Petersilie und Koriander hinein, ebenfalls einen kleinen Schluck Wasser, damit es besser püriert wird. Andere schmeißen alles in den Mixtopf und pürieren das komplett, aber ich finde, wenn man alles einzeln püriert, habe ich das Gefühl, dass die Suppe besser schmeckt. Das kommt jetzt ebenfalls in den Topf, alles schön gut durchrühren. Dann gebe ich die Gewürze dazu. Und fülle das Ganze jetzt mit ca. 4 Liter Wasser auf. Die Gewürze gut durchrühren, dass sich alles gut verbunden hat. Natürlich kommen noch die Linsen hinzu, die müssen ebenfalls jetzt ca. 45 Minuten lang mitkochen. Dann nach 45 Minuten gebe ich dann Tomatenmark hinzu, alles gut verrühren. Zum Andicken der Suppe habe ich etwas Mehl mit Wasser verrührt, klümpchenfrei natürlich, und das Ganze kommt jetzt in die Suppe hinein.
Ihr könnt das nach und nach hinzufügen, um zu sehen, wie dickflüssig ihr das haben möchtet. Einige möchten es wirklich sehr, sehr sämig haben, sehr dickflüssig, die anderen nicht so dickflüssig, etwas flüssiger. Deshalb, wie gesagt, immer ein Schlückchen hinzufügen, umrühren und schauen, ob das die richtige Konsistenz für euch hat. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Nachdem ihr das Wasser-Mehl-Gemisch jetzt in die Suppe zum Andicken gegeben habt, muss die Suppe nochmal ca. 30 Minuten lang köcheln. Jetzt muss die Suppe auch wirklich immer wieder zwischendurch umgerührt werden, dass euch nichts am Topfboden kleben bleibt. Kurz vorm Ende, so circa 10 Minuten, gebe ich noch die Fadennudeln hinzu und weiter rühren, bis die Suppe zu Ende gekocht ist. Ich habe noch eine Dose Kichererbsen hinzugefügt, die sind ja bereits schon vorgekocht. Et voilà, Step by Step hast du eine super leckere Harira-Suppe herbeigezaubert. Die Beliebtheit von Harira erklärt sich vielleicht dadurch, dass es davon unzählige Variationen gibt. Die einen machen es mit Hähnchen oder Lammfleisch, andere vegetarisch. Egal wie, Harira-Suppe ist einfach köstlich und nahrhaft. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.